Jedes Jahr verursacht eine große Anzahl an Naturkatastrophen großes menschliches Leid und ökonomische Schäden. Während der Bedarf an Hilfsleistungen stark ansteigt, erhöhen sich die Mittel dafür nur bedingt. Wie entscheiden wir, wofür wir spenden? Und macht es überhaupt Sinn, sich konkrete Projekte auszusuchen? Mein Name ist Tina Wakolbinger und ich arbeite am WU-Institut für Transportwirtschaft und Logistik. In meiner Forschung beschäftige ich mich unter anderem mit der humanitären Logistik. Diese beschreibt den Prozess von der Vorbereitung auf eine mögliche Katastrophe über die konkrete Hilfestellung im Katastrophenfall bis zum Wiederaufbau in Krisenregionen. Unter welchen Umständen sollten humanitäre Organisationen erlauben, dass Spenden an Bedingungen geknüpft werden? Welche Auswirkungen hat es für humanitäre Organisationen, wenn man sich dafür entscheidet, seine Spende an einen Anlassfall zu knüpfen, statt allgemein zu spenden? In unserer Forschung haben wir zwei Modelle entwickelt. Das eine zeigt das Verhalten der Spenderinnen und Spender sowie der Hilfsorganisationen, wenn zweckgebundene Spenden erlaubt sind. Das andere bildet das Verhalten der Akteure ab, wenn dies nicht möglich ist. Im Modell entscheiden die Spenderinnen und Spender über das Volumen ihrer zweckgebundenen und nicht zweckgebundenen Spenden. Die Hilfsorganisationen entscheiden, wie viel Geld sie für Fundraising-Aktivitäten aufwenden. Darauf basierend haben wir ermittelt, welches Spendenvolumen sich aus den einzelnen Modellen ergibt. Während es für Spender immer vorteilhaft ist, wenn sie mehr Auswahlmöglichkeiten beim Spenden haben, ist es für humanitäre Organisationen nur unter bestimmten Bedingungen der Fall. Besonders bei Katastrophen mit hohem medialem Interesse wird oft zu viel Spendenvolumen gesammelt. Dies ist insbesondere ein Problem, wenn diese Spenden nicht für andere Zwecke umgewidmet werden können. Gleichzeitig gibt es viele Projekte, bei denen Gelder fehlen. Zweckgebundene Spenden sind für Hilfsorganisationen am ehesten vorteilhaft, wenn der Bedarf sehr groß ist, gleichzeitig das mediale Interesse aber nur mittelmäßig ausgeprägt ist. Denn dadurch kann zusätzliche Aufmerksamkeit geschaffen werden. Im Allgemeinen ist es allerdings so, dass zweckgebundene Spenden die humanitären Organisationen sehr stark in ihrer Flexibilität einschränken. Dadurch kommt es zu sehr hohen zusätzlichen Kosten. Unser Forschungsprojekt zeigt deutlich, wie wichtig es ist, die Spenderinnen und Spender zu informieren, welche Auswirkungen ihr Verhalten hat. Regelmäßiges, nicht zweckgebundenes Spenden erhöht die Effizienz der Organisationen, verbessert damit ihre Arbeit und hilft auch den Betroffenen. So zeigen vergangene Studien, dass jeder Euro, der in der Vorbereitungsphase eingesetzt wird, zum Beispiel zur Ausbildung von Teams, zur Vorbereitung von Warenlagern, in der Phase nach der Katastrophe bis zu 7 Euro einsparen kann.